Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video unseres Tunesien Roadtrips. Die letzten Videos gingen ja rund um die Phoenix Rallye hier in Tunesien. Jetzt geht es aber endlich los mit unserem Benz. Wir fahren von der Wüstenoase Xagelan auf ruppiger Piste bis zum wunderschönen Berberdorf Chenini. Und da nehmen wir euch natürlich mit. Auf geht's! Die Phoenix Rallye ist nun vorbei und ich fahre hier von Dus zum Camp Zmela. Das liegt noch südlich von Xagelan. Und ich passiere hier gerade eine riesige Kamelherde. Wunderschön. Ja, ich fahre hier auf der sogenannten Pipeline-Route. Pipeline-Route deshalb, weil hier direkt neben der Straße eine große Pipeline verläuft, durch die algerisches Öl bis zum Meer transportiert wird. Ja, beim Camp Zmela möchte ich die Staubteufelchen treffen. Die habt ihr ja schon im Video Nummer 2 gesehen, als es um die Bergung von ihrem Fahrzeug ging. Und die ganze Geschichte ist ja Gott sei Dank gut ausgegangen. Diese Rüttelpiste, von dort hinten bin ich gekommen. Hier stehe ich jetzt und hier soll die Piste abgehen zum Camp Zmela. Da kann man kaum noch lesen. Aber da steht's. Eigentlich wäre heute blauer Himmel angesagt, viel Sonnenschein, aber es ist eben auch sehr windig und deshalb ist sehr viel Sand in der Luft. Deshalb hier auch so diese gelbliche Atmosphäre. Und ihr seht auch, die Piste wird immer sandiger. Kleinere Sandpassagen sind ja für unseren Vario kein Problem, aber wenn es dann doch größere Sandhügel werden, kommen wir mit unserem langen Radstand von 4,25 Meter schnell an die Grenzen. Ja, das war's jetzt hier. Zumindest auf der Strecke hier in Richtung Camp Zmela. Also da komme ich nicht durch mit dem Vario. Das hier vielleicht mit Untersetzung ein Stückchen. Müsst ihr auch jetzt den Reifendruck ablassen. Aber ich bin ja so faul. Aber das gibt nichts. Das mache ich nicht. Nee. Umdrehen und andere Piste zum Camp suchen. Schade. Also, es geht wieder zurück zur Pipeline-Piste. Mit der Anfahrt zum Camp Zmela hat es ja nun nicht geklappt. Deshalb bin ich wieder zurückgefahren zur Oase Xagelan. Da stehe ich wieder bei dem Hotel und bleibe jetzt einfach mal so 3 Tage hier. Mach mal gar nichts. Einfach mal entspannen, ein bisschen an den Videos arbeiten und mal geistig ankommen in Tunesien, ne? Weil die Rallye-Tage waren ja doch auch ein bisschen anstrengend. Es gibt hier auch wunderschöne Wege in der Oase, wo man prima mit dem Hund laufen kann. Sehr ruhig, abgeschieden vom kleinen Tourismuszentrum hier in der Oase. Und was man überall sieht, das sind diese Brunnen. Eine Oase hat ja Wasser. Da sieht man auch, wie das Wasser vom Grund hochgedrückt wird. Allerdings ist das Wasser hier nicht trinkbar, auch im Hotel nicht. Das ist angeblich stark zinkhaltig. Duschen kann man damit, aber mehr auch nicht. Das Wasser wird hier benutzt für die Bewässerung der Plantagen, denn hier werden Datteln angebaut. Ja, den touristischen Teil der Oase Xagelan habt ihr ja schon im Video Nummer 4 gesehen. Wer das verpasst hat, alle Videos findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Es gibt überall schöne Ausblicke in die Wüste. Das ist hier auch einer der schönen Palmenhaine in der Oase. Überall stehen diese Dattelpalmen herum und im Oktober werden die abgeerntet. Jetzt gehe ich hier mal auf eine kleine Aussichtsdüne, um wieder mal einen Blick in die Wüste zu bekommen. Dort hinten ist sie. Wunderschön.
Ja, unser Hund, der hat die Ruhe weg hier offensichtlich. Und was man auch immer wieder sieht in der Oase, sind Eselsgespanne. Sieht schön aus. Hi, hello. Ja, und wenn ihr euch schon gefragt habt, wie kommt eigentlich die elektrische Energie hier in die Oase? Es gibt ja keine Stromleitung oder sowas. Die Energie wird hier produziert mit Dieselgeneratoren. Das ist natürlich umwelttechnisch nicht der Brüller, aber Solaranlagen sind zu teuer und werden auch staatlich nicht unterstützt, was irgendwie absurd ist. Aber das ist die Realität. Bonjour, Monsieur. Wie eben erwähnt, ich stehe wieder auf dem Parkplatz in der Oase Xagelan bei dem Hotel, wo wir auch vor ein paar Tagen mit der Rallye-Organisation waren. Aber ihr seht hier, jetzt ist der Parkplatz komplett leer. Jetzt mache ich mal wieder einen Besuch bei dem Hotel Kamel. Ich habe nochmal nachgelesen. Es wird eigentlich nur unterschieden zwischen einem einhöckigen und einem zweihöckigen Kamel. Man muss also nicht zu dem hier Dromedar sagen. Wenn man Kamel sagt, ist das auch völlig richtig. Das ist also das Hauskamel. Das läuft hier frei herum. Und das ist ganz lieb. Kann man auch streicheln. Sieht aus wie ein Albino-Kamel. Das ist so schön. So ein schönes Kamel ist das. Ja. Und das frisst hier gerade das Brot von gestern Abend. Hier beim Hotel gibt es auch einen Brunnen. Da sieht man schön die Verfärbung der Steine durch das sehr stark zinkhaltige Wasser. Also zum Trinken ist das nichts. Zum Anschauen ist es schön. Es gibt nicht nur die Phoenix Rallye in Tunesien, sondern natürlich auch andere professionelle Rallyes und eben auch solche privaten kleineren Gruppen, die hier Rallyes fahren. 3 Tage war ich nun hier in der Oase Xagelan und ich kann euch sagen, das war super entspannend. Ich habe viel Zeit gehabt, konnte 2 Videos fertig machen und darüber hinaus habe ich eigentlich nicht viel gemacht. Das wollte ich aber genau so. Ja, was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich noch ein Bierchen trinken hier im Dorf. Und danach mache ich unseren Benny abfahrbereit, denn morgen geht es weiter. Morgen treffe ich die Familie von den Staubteufelchen wieder. Die habt ihr ja schon im Video Nummer 2 gesehen. Und dann fahren wir zusammen von hier Xagelane bis nach Tatooine. Die Sticker von der Phoenix Rallye werde ich noch auf dem Benz lassen. Die können noch mal hilfreich sein bei Polizeikontrollen. Schaut mal hier. Meine Bemühungen, die Kiste einigermaßen sauber zu halten, scheitern täglich aufs Neue. Jeden Tag neuer Sahara-Staub in der Kiste drin. Das kommt durch alle Ritzen, durch alle Gebläseöffnungen. Keine Chance hier die Karre irgendwie sauber zu halten. Aber wir sind eben in der Wüste. So lässt sich's doch aushalten. Ich sitze hier mit einem Bier bei den warmen Quellen in der Oase von Xagelan. Es ist ja nicht mal so ganz einfach, ein Bier zu bekommen in muslimischen Ländern. Die gibt es meistens nur in lizenzierten Hotels, so in Touristenzonen. Aber wenn man bei einer Bar freundlich danach fragt, dann zaubern die von irgendwoher ein Bier. Unser Hund ist natürlich auch dabei. Und man wird immer schon ein bisschen komisch angeguckt, wenn man mit so einem kleinen Dackel spazieren geht und dann noch als Mann. So kleine Hunde kennen die halt hier gar nicht. Und da macht man sich vermutlich als Mann mit so einem kleinen Dackel lächerlich. Aber das ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Nach der abendlichen Folklore-Darbietung im Hotel und der morgendlichen Sandschaufelei im Benz. Also, jetzt geht es los. Ich möchte nun aber doch noch mal etwas zur Oase Xagelan sagen. Ich habe ja Kommentare bekommen zum Video 4, warum ich denn nach Xagelan fahre, ist doch alles viel zu touristisch.
Ja, das stimmt. Es gibt eine sehr starke touristische Seite in der Oase, aber es gibt eben auch die andere, beschauliche, ruhige Seite der Oase und deshalb ist es absolut ein tolles Reiseziel. Ich stehe jetzt hier an der vereinbarten Weggabelung und warte auf die Staubteufelchen. Dort hinten kommen sie schon. Übrigens habe ich im Video Nummer 2, also dem Berge-Video, am Schluss ein Interview mit den Staubteufelchen gemacht. Also wenn ihr mehr wissen wollt, schaut doch dort gerne nochmal rein oder besucht direkt ihren Staubteufelchen YouTube-Kanal. Übrigens kommen die gerade vom Camp Smela, also von dort, wo ich ja eigentlich auch hin wollte. Dafür haben sie Luft abgelassen, aber der Druckluftschlauch ist ihnen bei der Bergeaktion Video 2 irgendwie abhanden gekommen, also dient unser Benz erstmal als Druckluftgeber. Mit aufgepumpten Reifen geht's nun in Richtung der Berberdörfer und ihr seht, die Strecke ist gut ausgebaut, zumindest auf der ersten Hälfte. Kurze Lagebesprechung, ob wir uns die Rüttelpiste wirklich antun wollen. Ja, wollen wir. Los geht's. Und es gibt allerfeinstes Wellblech. Die Piste, auf der wir hier fahren, ist übrigens in unserer Straßenkarte gar nicht sichtbar und auch nicht in unserem Navigationssystem Maps.me. Das ist echt erstaunlich, denn normalerweise zeigt Maps.me jeden Feldweg. Aber die grobe Richtung stimmt und so bleiben wir auf der Piste und nähern uns immer weiter dem Berberdorf Schenini. Inzwischen sind wir wieder auf der Teerstraße und wir durchfahren auf dem Weg nach Schenini einige kleinere, wunderschöne Oasen. Ja, und dann kommen wir in einen großen Canyon, der könnte so auch in den USA stehen. Der ist wirklich eindrücklich, gigantisch groß und natürlich auch wieder traumhaft schön. Bevor wir uns in das touristische Getümmel von Schenini werfen, machen wir noch schnell eine Kaffeepause. Die ist hier schon vorbei. Wir werfen die Motoren an und fahren die restlichen 3 Kilometer bis zum Berberdorf. Das läuft hier übrigens genauso wie an anderen touristischen Hotspots in Tunesien. Man wird bereits am Ortseingang abgefangen und ein Guide preist sich an, ob man nun einen Guide braucht oder nicht.
Aber wir wissen natürlich auch, dass Tunesien in den letzten 2 Jahren echt eine harte Zeit hatte wegen Corona. Und insofern, die Menschen suchen hier natürlich nach Beschäftigungsmöglichkeiten. Wir haben Glück mit unserem Guide. Die Gipskristall, kommt die weiße Moschee, 1000 Jahre alt. Gips mit Sand vom Sahara. Die Ursprünge von Chenini gehen zurück in das 11. und 12. Jahrhundert, als sich die Berber in die Bergregionen zurückgezogen haben und eben solche Siedlungen gebaut haben, bestehend aus Wohnhöhlen und Fluchtburgen. Tja, und wenn man schon an so einem Touristen-Hotspot ist, dann lässt sich auch nicht vermeiden, dass man hier durch diese kleinen Geschäfte hindurchgeschleust wird, wo man Keramik, Getränke, Teppiche und Tücher kaufen kann. Was echt interessant ist, der Guide zeigt uns Vorratsräume, bei denen die Aufbewahrungsgefäße größer sind als die Türen, sodass man die eben nicht klauen konnte. Ist noch clever. Und dann gibt es eben Räume, die sind noch so einigermaßen original eingerichtet. Nur schon deshalb lohnt es sich, einen Guide zu nehmen, denn nur der hat Zugang zu diesen Wohnhöhlen. Und ganz am Schluss gibt es noch das obligate Foto Ich und Berber. Übrigens hat die heutige Fahrt auf der Wellblechpiste Opfer gefordert. Zum einen hat es mir hier diese Besteckschublade komplett durcheinander gewühlt, zum anderen hat es mir wieder einen dieser blöden Plastik-Pushloks zerrissen. Zum Abschluss des Videos gibt es einen Drohnenflug über das Berberdorf Chenini. Ja, hier haben wir übrigens auch wunderbar für die Nacht gestanden auf einem Felsplateau mit Aussicht. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal. Danke fürs Zuschauen und im nächsten Video geht's weiter mit unserem Roadtrip durch den Süden Tunesiens.